असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो हे शुद्धात्मा भगवान जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद Oh, there we are. That's all our Mahatmas, Shuddhatma Bhagavan. So, on this 15th of February, we over and Shuddha and the team that brings you satsang every week, so many times a week, offer our highest namaskars to the Paramatma, the Absolute One, the Awakened One, the Present One within each one of you. Please accept our namaskars. Also bitte akzeptiert unsere höchsten Namaskars zu allen. Entschuldigung, ich war etwas spät. Happy birthday, dear Shuddha, for the relative self. Yeah, well, May you be blessed for all of us that we can enjoy them. Well, thank you very much, my dear. I on this special day, I touch each one of your feet. Each one of you, I come down to your feet level. Ich berühre eure Füße und komme auf die Ebene eurer Füße runter. And in the absolute egoless state, ask for your blessings. Und im absolut egolosen Zustand bitte ich um eure Segnung. And ask for your blessings to have the energies to continue to share Akram Vignan of Dada with all of you and with the world in the best possible way. Ich bitte um euren Segen, um mit euch und der Welt in der bestmöglichen Art die Dadas Sprache Akram Vignan mit euch zu teilen. And without any evidence of the intellect, let only the words of Dada flow. Ohne den Intellekt mögen nur die Worte von Dada fließen. And if during the year and if up until this time, if Shuddha has been the nimit in creating any kind of a negative feeling within anyone, I ask for your forgiveness for this, okay? Und wenn bei all dem in irgendjemandem ein negatives Gefühl aufgekommen sein mag, dann bitte er um Vergebung. And I ask the Paramatma within you to forgive me and to grant me the energy never to do this again. Und ich bitte die Paramatma in euch um Vergebung und um die Kraft, das nie wieder zu tun. So this is, we are all together on this very beautiful group of moksha. Group? Wir sind ein What of Moksha? Group of moksha. Ja, Group. Wir sind sehr zusammen in dieser schönen, wundervollen Gruppe von der Befreiung. And it is so, yes, and it's so wonderful to see each one of you, starting with Uwe on the top left, all the way Es ist so schön, euch alle zu sehen, oben links Uwe bis unten rechts. Yeah, and all of you here on the first page, I see, and auf der ersten Seite seht ihr. And coming to the next page also, yes. Ich hatte gerade eine Unterbrechung, also alle, die hier sind, werden begrüßt. So we continue with our satsang, shall we? Shall we continue with our... fahren wir fort mit unserem Satsang. Sollen wir das machen? Okay, so we in the last satsang, which was was on, I will share the page. I had left the satsang on February 1st saying that the book needed a few extra lines, There were a few. Also im letzten Satsang sagte er, auf den Seiten da würden ein paar Zeilen fehlen. And those few er ergänzt.
And I'm going to... Yes? Do we want to start with the Tri Mantra? Yeah. Sollen wir mit dem Tri-Mantra beginnen? Oh, yes. We have sung Dada Bhagwan, which is very beautiful, but maybe Tri Mantra would be nice too. Okay, so let's start. Dada Bhagwan ist sehr schön, aber das Tri-Mantra sollte vielleicht... Mantra for the birthday of the relative for Shuddha would be nice. Für den relativen Geburtstag von Shuddha. Okay. All right. So maybe the Francisca is singing for you. Wonderful. Yes. Still a little cold, but I can try. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Setanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Savasaunam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanasano, Mangalanam Chasabisim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Setanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Savasaunam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanasano, Mangalanam Chasavisim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Setanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Savasaunam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanasano, Mangalanam Chasavisim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. That was very beautiful, my dear. Thank you very much. With those energies of the Tri Mantra, we enter into the satsang of the flawless vision of Gnani Purush Dadashri. And das war sehr schön, meine Liebe. Mit diesen Energien gehen wir in den Satsang von Gnani Purush Dadashri. I wanted to point out that, in the last session, which was on February 1st, we had covered the entire heading, but then I found as we were doing completing the heading, that this book had 4 new lines, you see, 4 new lines. Ich möchte noch betonen, dass wir alles abgedeckt hatten, aber in dem Kapitel, was wir behandelt haben, da fehlen noch 4 Zeilen. And, please slowly, then I try to write. Yeah, so I'm very slow in writing, I know that, my dear. So what I'm going to do is that the best thing is I will just go ahead and give you those 4 lines in chat. Das Beste ist, ich gebe es euch im Chat. Diese 4 Zeilen. And this is then we will go back to where we had it, okay? So. Und dann gehen wir zurück, da wo wir aufgehört hatten.
So the questioner is asking that on the basis of which particular light of the self. Der Fragende fragt, auf welcher Grundlage, auf welchem speziellen Grundlage des Lichts des Selbst one does not see the other as at fault. You see? Sieht man den anderen nicht als fehlerhaft? So that's the question. You see? Das ist die Frage. And then the Dadashri replies. Dada antwortet. He does so. Man tut das. He does not see any. He does not see the faulty one. Man sieht nicht den Fehlerhaften. On the basis of degree dash fraction. You see fraction. Auf der Grundlage des Keval Gnan. Okay, I will give you this whole sentence. Keval, absolute knowledge. You see, it is on the basis of fractions or degrees of absolute knowledge, Keval Gnan, that he does not. Also auf der Gradzahl der Bruchteile des Keval Gnan. That he does Habe ich das richtig verstanden? That he does not see the other. He does not see anyone at fault. You see? Dass er niemanden als fehlerhaft sieht. And so the questioner says, what kind of Gnan is that? What kind of Gnan is that? Okay. Und dann fragt der Fragende, was für eine Art von Gnan ist das? And Dadashri replies by saying that Dadashri antwortet, indem er sagt, that is Keval. Keval means absolute. Keval. Das bedeutet Keval. Keval heißt absolut. Absolute knowledge. You see, Keval Gnan. Absolutes Wissen. So we need to add those in German also. You know, when you make note of those of you who are in charge of revising this book. Das müssen wir auch in Deutsch notieren. Also wenn das Buch wieder aufgelegt wird, dass wir das dann haben. And add that. Now we go back to the original paragraph, and I want to add one more sentence that it is not there in your initial translation. Jetzt gehen wir zum ursprünglichen Absatz zurück, der in der ursprünglichen Fassung nicht ist. So let me share the screen, and this is what we read last session on February 1st, just at the end of the satsang. Er teilt jetzt den Bildschirm, was wir am 1. Februar gelesen haben. First of all, I don't know whether we added that sentence there or not. Zuallererst, ich weiß nicht, ob wir diesen Satz zugefügt hatten oder nicht. I think so, we did. So the question is, who is seeing the prokruti as flawless? And the answer is, that which sees the prokruti as flawless is the absolute self, not the pure self. Okay, change this to the absolute self, you see. Also hier sagt der Fragende, also wer sieht das Prokruti als makellos? Dadashri sagt, das ist, was das Prokruti als makellos sieht, ist das absolute Selbst und nicht, hier steht das reine Selbst. And then Dada does say that is a Shuddhatma. So Dada, but it's interesting, the pure self, that's all good, all that is good. Here the answer is, it's the absolute self that sees the prokruti as flawless, you see. Also das absolute Selbst sieht das Prokruti als flawless und das ist das reine Selbst. Er sagt, der folgende Satz ist gut. And that
matches the 4 sentences that are going to be added here at the bottom, you see. You add those 4 sentences before we move to the next paragraph. Und das passt mit dem zusammen, was wir gerade am Ende hinzugefügt hatten. It's very interesting because the word flawless is absolute. You know, in other words, flawless means flawless. There is not even a tiniest element of a flaw in that vision, you see. Das heißt, es ist sehr interessant, weil makellos heißt absolut, da ist nicht ein kleinster Makel drin. Yeah, flawless means flawless, and so now then there is one more thing that we need to add, and that is here. The Dada says that there are 2 kinds, and I need to move this so that let me move this here. There are 2 also kinds. Makellos heißt makellos, und jetzt geht weiter. Es gibt 2 Arten. And there are 2 kinds of knowledge related to the effect of mind, speech, and body. This and whatever is happening to our mind, speech, and body, it's an effect, right? It is an effect of the prokruti. Also es gibt 2 Arten von Wissen, die sich auf die Wirkungen beziehen. Eines ist das Wissen, das sich auf das Prokruti bezieht, und das andere auf das Selbst. Okay, and every effect is known by the one inside. The one inside knows. Jede Wirkung wird von dem im Inneren erkannt und bewusst. Yes, der Innere weiß. And so every effect is associated with the knowledge, you see. There is an effect and there is the knowledge of that effect. There is an effect. Jede Wirkung ist mit dem Wissen assoziiert. Das ist eine Wirkung. You see, if there is an effect, there has to be the knower of the effect. The effect cannot be there if there is no knower. Da muss es auch den Wissenden geben. Es gibt keine Wirkung, wenn es nicht einen Wissenden davon gibt. So then, this one here, Dadashri says, one is the knowledge related to the prokruti, and the other is the knowledge related to the self. You see, the other is the knowledge related to the self. Now there is an additional sentence here, okay? Also hier ist der anfängliche Satz, wo Dada sagt, das eine ist das Wissen, das sich auf das prokruti bezieht, und das andere, das sich auf das Selbst bezieht. Now this is an important sentence that is missing. I want to give it to you, and I'll give it to you slowly. Hier fehlt ein wichtiger Satz. Dada gibt ihn jetzt langsam. Dada says, if you see the prokruti, wenn du das Prokruti siehst, as flawless, als makellos, that means you have passed that knowledge. You have passed. Dann bedeutet das, dass du das Wissen bestanden hast, in dem Wissen bestanden hast. Yes. So apparently, and then I gave you the first sentence. If you see the prokruti as flawless, wenn du das Prokruti als makellos siehst, then you have passed that knowledge. You have passed, instead of failing, you have passed. You see, you have dann passed. Hast du bestanden, anstelle von durchzufallen. And then, if you see it at fault, you see, und wenn du es als fehlerhaft siehst, then you have created an entanglement. You have created an entanglement. Dann hast du eine Verwicklung erschaffen. You have created an entanglement. Simple. The whole theme, whole process is we have to come to the level of seeing the prokruti as flawless, you see. Also wir müssen zu der Ebene kommen, wo wir das Prokruti als makellos sehen. Ganz einfach. And then, of course, all of this is that, we already covered last time. Und das alles haben wir letztes Mal abgedeckt. And Dada talks about this is the ultimate fact. This is the last thing. And then then we'd already discussed here in the chat, you see. Dada sagte, das ist die allerhöchste Tatsache, und das haben wir letztes Mal besprochen. So this absolute knowledge
the knowledge that we have Dieses absolute Wissen, das wir haben, ist associated with flawlessness of the vision, you see. So ist mit der Makellosigkeit der Sicht verbunden. And we learned in the last satsang on February 1st that really to see to see the faults, when you see the fault of your own self, even when you see the fault of Francisca or Yolanda or Grit, even when you're seeing the fault of Grit, actually it is the prokruti that is seeing the fault. Und im letzten Satsang haben wir gelernt, dass wenn die eigenen Fehler gesehen werden, wenn ich die Fehler von Francisca sehe oder entsprechend die von Yolanda oder Grit, dann ist es das Prokruti, das die Fehler des Prokruti sieht. Because so then we learned something very magnificent, that the only thing that the self can see, each one of us as the self, is that und dann haben wir etwas Großartiges gelernt. Alles, was das Selbst sehen kann, ist das Selbst. The self that we, you and I have received from our Dada, you see, das Selbst, das wir von unserem Dada empfangen haben, is so pure that it cannot see anything that is associated with impurity. Es ist so rein, dass es nicht irgendetwas sehen kann, das mit Unreinheit verbunden wäre. It doesn't see any faults, or it never can. In fact, Dada has used the word. Es sieht nie Fehler. It cannot see faults. By its very nature, it cannot see Aufgrund seiner Natur kann es keine Fehler sehen. By its very nature, it cannot see any faults. And if you observe our Gnani Deepak Bhai very closely, you will get a feeling that he doesn't see the faults at all, you see. Und wenn wir unseren Gnani Purush Deepak Bhai beobachten ganz nah, dann werden wir sehen, dass er nie irgendwelche Fehler sieht. Because you see, all he sees is the self in you and I. Alles, was er sieht, ist das Selbst in dir und in euch und in mir. Or anyone that comes in front of him, he just sees the self, the pure self, and then he sees the evidences. You see, er sieht nur das Selbst und dann sieht er die Umstände. And he sees, and he has at the level in his knowledge state, to the level of what we just typed here in the chat, that it is. Die Ebene seines Wissensstandes, was wir hier aufgeschrieben haben. At the level of you fractions and fractions of absolute knowledge building up, and with that he is able to see the prokruti as flawless, you see. Auf der Ebene, wo sich Bruchteil für Bruchteil aufbaut, und auf der Ebene sieht man das prokruti als makellos. This is very, very beautiful, because you see, what Dada is describing here, we have a living example. Das ist sehr, sehr schön, weil was Dada hier beschreibt, da haben wir ein lebendiges Beispiel. And Dadashri says that which sees the prokruti, whether it is Max's prokruti or Grit's prokruti or whatever prokruti it may be, you see, that which sees the prokruti as flawless, that the one who sees the prokruti as flawless, the one who sees the prokruti as flawless is a Paramatma. He is the absolute. Das, was das Prokruti ist, sorry, I didn't hear it. Is the Paramatma, is the absolute. Also das absolute Selbst ist das, was das Prokruti als makellos sieht. Oh, say who sees the Prokruti. In other words, it is not when you see Prokruti as flawless, in other words, as flawless, that means. Wenn du das Prokruti als makellos siehst, das bedeutet. It is not a selective seeing of a Prokruti of this Prokruti is flawless, and this one is not. Prokruti means Prokruti. Also Prokruti bedeutet Prokruti, das heißt nicht irgendeines von denen herauszugreifen. You see, this is an amazing revelation from Dada.
don't have to look for any other God. You see, any other you don't have to look for any other Paramatma, absolute self. We have one right in front of us. You see? Also das ist eine erstaunliche Offenbarung vom Gnani. I'm sorry, I missed the last part. We have a living one in front of us. We have it amongst us, and therefore we don't have to search for a God. Ja. Wir müssen nach keinem Gott suchen, weil wir einen Lebenden unter uns haben. By the way, this is an excellent video. We just added that instead of the pure self, we added absolute self, you see. Wir haben statt das reine Selbst, haben wir das absolute Selbst da hinzugefügt. And that is the exact definition in the final. Das ist die exakte Definition. Final definition of a God, okay, a living God. Letztendliche Definition eines lebendigen Gottes. Yeah, it simply does not have it. There is nothing. In other words, you have now reached the state where everything means every prokruti appears. Jetzt hast du den Zustand erreicht, wo jedes Prokruti, every prokruti appears flawless for you, to you. Dir makellos erscheint. Flawless means it is associated with all, and you know, when he is asked, how do you see flawless, he will speak for 2 hours about it, and he will tell you how he sees the prokruti as flawless. And we have been discussing all of these in the so many sessions of the Flawless Vision. Also beschreibt dann in vielfältiger Weise, inwiefern es makellos ist. Das hatten wir schon besprochen. All right. So, and then also there's the other thing. It's not concerned with the bliss. It is more concerned with. The bliss is a side effect. Also hier geht es nicht so um die Glückseligkeit. Die Glückseligkeit ist eine Nebenwirkung, eine nebenbei auftretende Wirkung. It simply sees it as it is. That is all. You see, and is only interested in seeing it as it is. Das Selbst sieht es nur, wie es ist. Es ist nur daran interessiert, es so zu sehen, wie es ist. Has not attained complete Keval Gnan, because if you cannot do that in this world of ours, but you know, he has gone right up there, right very, very high, you see. Hat nicht Keval Gnan erreicht, aber ist ganz, ganz hoch gelangt. And this is a very amazing revelation again, because und das ist eine sehr erstaunliche Offenbarung, weil because we who have not reached his level, you know, weil wir, die wir nicht seine Ebene erreicht haben, we hold it within us there's something within us which prevents us from opening our faults or our issues and our problems to him. Even in practice. So that we can do it. No, what I'm saying is, this is a very important revelation, because we know that it is impossible for him to see faults in us. You see, he does not see faults in us. You see? Es ist für ihn nicht möglich, Fehler in uns zu sehen. Und deswegen können wir. Yeah, he doesn't see. So this is why we can open up ourselves. Absolutely. Ja, deswegen können wir uns vor ihm öffnen und unsere Fehler offenbaren und zeigen. Because if it is the faulty vision that prevents the total opening up, you see. Das ist die fehlerhafte Sicht, die uns davon abhält, uns vollkommen zu öffnen. Think about it very subtly. We hold it, you and I may hold it, that, if I open this thing to him, which bothers me so much, that I wonder what he will think about me, you see. Denk darüber nach, nur wir halten es zurück. Was würde er dann über uns denken, wenn wir diesen Fehler ihm offenbaren? But you know, it is really not that at all. In fact, so ist es gar nicht, tatsächlich. Yeah, he has arrived. Our Gnani has arrived
And I shall share with you some other thing that I was translating this morning. This morning we had a VCD, you see. Und dann, Gnani ist angekommen und diesen Morgen hatten wir eine DVD und das will er jetzt teilen. And he himself was, they were showing about, he was speaking about darshan after the Parayan. It was he had changed. Sprach über den Darshan nach dem Parayan. And this has happened in the last 2 or 3 years only, when he would, after the Parayan, he would give darshan. In den letzten 2-3 Jahren war das so, dass nach dem Parayan den Darshan gegeben hat. So that before everybody would do Samaik and in the Parayan would be over. Now he would give darshan. And alle haben Samaik gemacht und dann hat er für gewöhnlich den Darshan gegeben. And this Mahatma who has been around for a long time, this lady Mahatma started the Q&A, but more than her question, the Gnani revealed the difference between the touching his feet, touching. This Mahatma did what? Q&A? Forget about ignore the questions of the Mahatma. I just want to. The responses of the Gnanis were very interesting. Of course, she was leading up to this darshan issue. Also eine alte Mahatma ging hin und ging zum Darshan. And he said that you get much more energies by looking directly in my eyes. Er sagte, du bekommst viel mehr, wenn du direkt in meine Augen schaust. And then you do by putting your head on my toe or on my touching. Als wenn du deine Stirn mit deiner Stirn meinen Zeh berührst. He says both are necessary. People initially need this physical contact. They need that sense of comfort. You see? Beides ist notwendig. Sie müssen diese körperliche, diese körperliche Berührung haben. They need that sense of comfort, sense that, I'm now in the vicinity of my Gnani. I want to be closer to him. Sie brauchen das Gefühl von Geborgenheit. Ich möchte jetzt dem Gnani näher sein. I want to be in front of him, etc. Say this sort of stuff, but ich will vor ihm sein und all das. And he says, I'm not negating that value. I said, that is also a necessary step. But und dann sagt er, ich negiere nicht den Wert dessen. Das ist auch ein wichtiger Schritt. Aber but for you, advanced level Mahatmas, just looking at me, looking at the connection with the eyes. Aber für euch fortgeschrittenen Mahatmas, schaut mich an, schaut in die Augen. The connection with the eyes is enough, you see. And then die Verbindung mit den Augen ist genug. Because and there is a reason for this. This reason I just showed you. Und das hat einen Grund, den habe ich euch gerade gezeigt. We read about it, in which what we discussed so far has connections to it, you see. Ja, wir haben darüber gelesen und darüber gesprochen. When he is giving you the darshan, he is now shifting inside and he is looking at you through the fractions of absolute knowledge. You see, absolute. Wenn den Darshan gibt, dann schaut diese diese Bruchteile des absoluten Wissens. So we are therefore in front of a Keval Gnani, otherwise known as Kevali. Kevali is the other name. Wir stehen vor einem Keval Gnani, einem Kevali. Yeah, Kevali. You see, this is a very, very rare thing to happen in this world of ours. Das ist eine ganz selten auftretende Sache in unserer Welt. It can only happen really in the presence of a living Tirthankar, you see. Es kann nur in der Gegenwart eines lebendigen Tirthankars geschehen. But I dare say, I would say on the basis of the evidences that are coming up in front of us. Aber ich wage zu sagen, angesichts der Ereignisse, die uns bevorstehen, that we are entering into another miraculous phase of our Akram Vignan. You see, dass wir in ein anderes wundersames Stadium unseres Akram Vignan eintreten werden.
You know, a lot of miracles are happening, but this is the miracle of all miracles, not supposed to happen. Viele Wunder geschehen, aber das ist ein Wunder aller Wunder, das nicht das geschehen soll. The people of the karmic path will immediately challenge you and deny you and absolutely tell you to shut up. But also die Menschen auf dem Karmikpfad werden das beneiden und dir sagen, dass du den Mund halten sollst. Yeah, but you see, this is an inner thing. This is within Das our ist vision. Das ist eine innere Sache innerhalb unserer Sicht. We all have this within our vision too. It is developing and we are reaching to that. Yeah. We are reaching higher to meet that vision of the eyes. You see, wir haben das auch in unserer Sicht und wir erreichen auch diese Ebene der Augen. Yeah, and what we just read is in fact, in an earlier VCD a couple of days ago, the same lady had asked. She says, und vor ein paar Tagen hat dieselbe Frau in der DVD gefragt. And that she said, I saw you sitting there for God knows 6, 8, 10 hours. You see. Ich habe dich da 6, 8 bis 10 Stunden sitzen sehen. And thousands of Mahatmas were passing in front of you, line by line. Und Tausende von Mahatmas sind Reihe für Reihe an dir vorbeigegangen. And then I saw you again and I said, wow, there is not a slightest change in his facial expression. Und dann habe ich dich wieder gesehen, du hast nicht die geringste Veränderung in deinem Gesichtsausdruck. Or his body position or nothing, he just and there is pure energy flowing from his vision, from his eyes into the body. Ja, oder in seiner Körperhaltung und diese reine Energie fließt durch seine Augen zu den anderen. And it requires only 1 second or 2 seconds of connection. It doesn't require too much more than that, you see. Und es benötigt nur 1 oder 2 Sekunden der Verbindung. And he did reply, and und hat geantwortet. And I did translate. I translated. But I don't want to give you the exact reply because I don't want to make any error there. But übersetzt es, aber macht es nicht ganz genau, weil hier keinen Irrtum und kein Missverständnis hervorrufen möchte. But you know, today today in the VCD, heute sagte he said that really Dada had told me when I was a very young man, when I had just barely met him after a couple of years of the Gnan Vidi. Dada hat mir kurz nachdem ich das Gnan Vidi genommen habe, als ich ein ganz junger Mann war, da sagte mir. And he said around that time Dada had some 10 to 15 active Aptaputras around him. Als 10, 15 aktive Aptaputras um sich herum hatte. And Dada, as you know, would sit, and then say, okay, come on, everybody come and just do the Vidi. And they would. Und Dada sagte, alle kommt her und macht das Vidi. And they would touch his feet and, his different parts of his body and do the Vidi. Haben seine Füße berührt und verschiedene Teile seines Körpers. But mostly below the waist level, very rarely at this level here, very rarely. Aber gewöhnlich unterhalb der Taille, seltener, oben an der Schulter. So the Aptaputras would rush, the rest of the Aptaputras would rush to go to Dada. Und die Aptaputras waren ganz eilig, zu Dada zu kommen. And our Gnani, Puja Deepak Bhai, the young Deepak, would be sitting in the back part of the room just taking notes, you see. But und Deepak Bhai als junger Mann saß hinten im Raum und hat Notizen gemacht. And when when Dada announced it, when his turn came, it was not his turn. When he was late in reaching there, but he saw a little place. Als in der Reihe war, eigentlich war er nicht in der Reihe, aber da war eine kleine Lücke und ein Platz. And he kind of maneuvered himself into that tiny space to do the Vidi, the physical Vidi with the Dada. Und da ist er so reingerutscht, das physische Vidi bei Dada zu machen. And so then Dada specifically just told him. Dada ihm.
Dada noticed in a way that he kind of jumped the line, you see. Also Dada hat schon bemerkt, dass sich ein bisschen vorgedrängelt, also da so reingerutscht ist. Dada told him, you would have much better darshan if you stay where you are from the back in the back of the room and just look at my eyes. Und der sagte, du hast einen viel besseren Darshan, wenn du hinten im Zimmer bleibst, im Raum bleibst und meine Augen ansiehst. And all these years between 1972, 73, 74, maybe, all the way up to 2016, I would say, right? 2016, 2015, okay. Also all diese Jahre von 1972 bis 75 bis ungefähr 2015, 2016. And the secret of this darshan has now manifest. And it's not a secret. Hat sich das Geheimnis des Darshans jetzt manifestiert. Es ist kein Geheimnis. It is not the secret as much as the science of the darshan. You see, es ist eher eine Wissenschaft von dem Darshan. All Dada had said is that you will have much better results if you stay where you are and just look at my eyes. You see, that's all he said. Also er sagte, du hast viel bessere Ergebnisse, wenn du da bleibst, wo du bist und meine Augen anschaust. Yeah, so that means now when you looking at Dada's eyes means you have to be attentive enough when Dada looks at you, because Dada will be looking at so many people, but when he looks at you, you have to be ready to receive. Also du musst aufmerksam sein und schauen, wann er dich anschaut, denn wenn er dich anschaut, dann musst du bereit sein. Okay, so that's where there's much more to this, but at least now we get some more insights into it, okay? Da gibt es noch viel mehr, aber jetzt haben wir ein paar mehr Einsichten dabei. Okay, my dear. So let me see here. How are we doing on time? We have, okay, so let's go to now reading part. We go to the next paragraph and we will start. I will share the screen. Shall I share the screen? Ja, please. Also wir gehen zum Lesen, machen weiter mit dem Lesen. Und Shuddha teilt seinen Bildschirm. So I will share the English part. We go to the next one, and teilt das Englische und wir gehen zum nächsten Kapitel. Okay, so the next heading is this creates obstruction. Okay, this is the heading, and it's very small, just this question and answer only. So I'm just going to read it, and then I'll let you read it from the German version. The questioner is asking, when can one experience bliss? No, there should be change it. When can one experience total bliss or complete bliss? Is it only after one becomes free of all faults? Okay, all right, so this is the question. Just say, when can one experience complete bliss? Is it only also after der Fragende fragt, wann kann man vollständige oder totale Glückseligkeit erfahren? Nur nachdem man frei von allen Fehlern geworden ist? And then Dadashri replies, the bliss is always there. Always there. The exact translation is that Dada says bliss is prevailing within all of us. Bliss is prevailing. Also, indeed, the bliss is prevailing indeed is the correct, better sentence, okay? Also besser übersetzt wäre hier, Dadashri sagt, die Glückseligkeit herrscht immer vor. And then the word, but your faults obstruct it, and so you do not receive its full benefit. This your should go away. Dada does not use the word your faults. Dadashri says that the faults that are there obstruct it and do not allow you to receive its full benefit. Also hier sagt er, die Fehler, nicht deine Fehler, sondern nur die Fehler behindern es und so empfängst du nicht den vollen Nutzen daraus. Yes. Now the Sri again says, even now the bliss exists, you see. But your internal settings of how to be in this bliss is not right. No, you change that part. Even now the bliss exists. Auch jetzt existiert die Glückseligkeit.
but you are not making the right internal settings. But you are Aber not. du hast nicht, du triffst nicht, how do you translate settings? Settings, you know, like the Dadashri, you know, Deepak Bhai talks a lot about this. Setting means you set it, you know, you set, okay, you know, if you see, say you see over at fault, okay, then you see internal settings are all messed up. Number one internal setting is he's absolutely flawless, okay. So now the second setting is, why am I seeing him at fault? Third setting is, what is inside me that is making him see at fault? And number four setting is, who is doing this all? Who is the doer? Oh, you're making all of those settings, you see. They have... Einstellung, okay. Okay. So something like, yeah, also... Internal also, adjustments. Also die inneren Anpassungen oder Einstellungen, die, wie man in der Glückseligkeit ist, die ist nicht richtig. The internal... Dada, Deepak Bhai calls it the evidences of flawlessness. You see, what are the evidences? Er nennt es die Bedingungen der Makellosigkeit oder die Hinweise der Makellosigkeit. When you make the adjustments of double A, double B, you see, double A. Wenn man die Anpassung vornimmt von Doppel A, Doppel B. Or even above that, who am I? Who is he really? Who did it? Wer bin ich? Wer ist er? Wer hat es getan? This is the 5 agnas adjustments also. All of those called adjustments, but Dada is saying that you are not making those adjustments. That's the reason. Es sind die 5 Agnas und du bist derjenige, der diese Anpassungen nicht vornimmt. So it's a very beautiful answer in 2 lines on it, one QA. Dada says eine sehr schöne Antwort in 2 Zeilen. Even now the bliss is there. You are not making the adjustments. auch jetzt ist die Glückseligkeit. Du triffst nicht, machst nicht diese Anpassungen. Okay, so all right. So let's you share that, and then we go to the next one. So all right. So you want to share that in German, so that you can read it. I was translating it. Okay, freely. That's good. So that's fine. So that's good. Yeah, it's very beautiful. So then let me go to the next one automatically. Okay, let's go to the next heading. All right. Lass uns zur nächsten Überschrift gehen. So, ich habe das jetzt frei übersetzt. Okay, so weil ja auch ein paar Änderungen da waren. So now we come to Dada's state of flawlessness. Dada's state of flawlessness, and there, can you see the screen? Yes. Good. So I'm just going to read this thing. Now, it's very interesting that this heading is coming even as we were talking about the flawlessness of our Gnani Purush Deepak Bhai. So that's wonderful. Also wird es jetzt lesen und es ist sehr interessant, weil wir ja jetzt auch über die Makellosigkeit von unserem Gnani Purush Deepak Bhai gesprochen hatten. Okay, so even a Supreme Court judge is not able to see his own faults. His judgment can never reach that level. People continue to make so many mistakes, truckload after truckload of mistakes. Moreover, the mistakes are obvious and gross, and yet they cannot see them. It is because they do not have the correct vision that is needed. It is because they do not have the correct vision that is needed. And here, in Akram, or with all of us, even the most miniscule of mistake is caught immediately. Can you imagine what kind of a judicial process is occurring within? All right, now. Shall I translate this? Do you have the German version? I can do it, so. Okay, all right. I think so. Okay, all right, go on. Yeah, that's fine. Maybe not that perfect. Yeah, there it is. Yeah, somebody shares. Okay, okay, da das Zustand der Makellosigkeit. Okay, good. Selbst ein Richter am obersten Gerichtshof ist nicht in der Lage, seine eigenen Fehler zu sehen. Sein Urteil kann diese Stufe nie erreichen. Menschen machen weiterhin so viele Fehler, eine Wagenladung nach der anderen. Darüber hinaus sind die Fehler offensichtlich und grob und trotzdem können sie nicht sehen. Das liegt daran, dass sie nicht die korrekte Sichtweise haben, die man dafür braucht, und mit der man auch den winzigsten Fehler sofort erkennt.
Kannst du dir vorstellen, welche Art von Gerichtsverfahren da im Inneren abläuft? Beautiful. Okay, so now you just go ahead and finish the whole heading. All right. Okay. All right. Yeah. Can you just finish the whole the second and the third paragraph too? Okay. Yeah. Nicht nur das, sondern es gibt auch keinerlei Konflikte mit irgendwem, nicht einmal mit dem Schuldigen, weil er in Wirklichkeit unschuldig ist. Er ist in der Abteilung für auswärtige Angelegenheiten im Relativen schuldig. Darum kümmern wir uns nicht. Unser einziges Spielfeld ist die Abteilung für innere Angelegenheiten, das Selbst, das Wahre. In Wirklichkeit ist er fehlerlos und deswegen haben wir nie irgendwelche Meinungsverschiedenheiten. Momentan ist das Hookah-Rauchen, Wasser, Tabakpfeife, einer meiner offensichtlichen Fehler. Diese Angewohnheit wurde kurz danach abgelegt. Daneben gibt es ein paar sehr subtile und extrem subtile Fehler, die verbleiben. Diese sind weder schädlich noch nützlich für irgendjemanden und niemand auf der Welt kann sie wahrnehmen. Ich habe keine offensichtlichen und subtilen Fehler mehr. Mit offensichtlich meine ich, dass du keine Fehler in mir sehen könntest, selbst wenn du 4 Monate lang 24 Stunden mit mir zusammen wärst. Nirobin ist immer an meiner Seite, um mir zu dienen und sich um mich zu kümmern, aber sie hat nie auch nur einen Fehler gesehen. Sie ist immer bei mir. Wenn der Gnani Purush Fehler hätte, wie könnte es dann der Welt möglich sein, fehlerlos zu werden? Okay, good, very good. So I just go a little deeper into this thing here. Do you want to take a break and then do it, or shall we? Shall we take a break and then come back, or what do you think? Huh? I don't know the time. If you like to finish this chapter, then after that, Grit can continue. Okay, all right. So let's go on. Let's continue. Huh? It's very interesting here. So now the Dadashri is comparing the world and the state of the Mahatmas. In the beginning, Also hier vergleicht Dadashri die Welt mit dem Zustand der Mahatmas. the world is simply not able to see any faults, regardless of how smart or astute he may be. He invokes the Supreme Court judge. He says the Supreme Court judge will not be able to see what our Mahatma can see. Also hier sagt er, dass die Welt keine Fehler sehen kann, ganz ungeachtet dessen, wie klug sie sind. Also der Richter des obersten Gerichtshofs kann keine Fehler sehen. The fellow in the Supreme Court can only see that which relates to the intellect. He cannot see that which is evident through prajna, the light of the self. Der Typ da im Gericht kann nur das sehen, was sich auf den Intellekt bezieht und nicht das, was die Prajna sieht. Yeah, so that right there tells us that she says that if Mahatmas or those who have received this knowledge cannot see the faults, then it is because his account is kind of at this gross level only. You see, he has not yet entered into the process of seeing his own faults, because also sagt, wenn ein Mahatma nicht die Fehler sein kann, dann ist das noch auf der groben Ebene. Er kann noch nicht cannot see the subtle faults. No, not subtle. Gross level faults. Also er sieht nur die groben Fehler, einige. Yes, if they have not entered into the practice of seeing their own faults, they will be aware of only the major disturbances when they hurt someone or somebody hurts them, but they really are not going any deeper. And first you have to see the gross level faults before you can see the subtle faults, you see. Also wenn sie noch nicht tiefer gegangen sind, dann können sie nicht die subtileren Fehler sehen. Also dann sehen sie nur das, wenn sie jemanden offensichtlich verletzt haben. Erst müssen diese groben Fehler gesehen werden, ehe die subtileren erkannt werden können. And then when he talks about then first paragraph, it essentially is talking about himself only, but also the possibility of how
finely you can see mistakes. Even if it is also in dem Absatz spricht er über sich selbst und dann auch, wie fein man Fehler sehen kann. Okay, so what kind of a judgment will come? Because you can see the finest mistake, very subtlest mistake, subtle level mistake arising, and you can see it, you see. Also welches Urteil da gemacht werden kann. Du kannst den kleinsten, subtilsten Fehler sehen. And not only can you see it, Und nicht nur kannst du ihn nur sehen, du kannst ihn nicht nur sehen, but he sees it immediately, you see, instantly. Sondern er sieht ihn sofort, im selben Augenblick. We Mahatmas, we see it a little later. We are still involved with what happened to me. Wir Mahatmas sehen es etwas später. Wir sind immer noch darin verwickelt, was passiert mir. Und so. How am I affected in all of this, you see? And then wie bin ich davon berührt und all das? I say, then we say, oh no, it's not happening to me. It is happening to Shuddha or Francisca or Marianne, Und dann sagen wir, nein, es geschieht nicht mir, es geschieht Francisca oder Shuddha oder Marianne. Now, then that's very interesting. This is a very interesting word, mat-bed, you see, mat. Und das ist ein sehr interessantes Wort, mat-bed. Yeah, I want to give you that word because it's very important. Ich gebe euch das Wort, ist sehr wichtig. Mat means opinion, okay? Das bedeutet Meinung. And bed means divisiveness. Eine teilende, eine entzweiende Meinung. So when or separation, you see, so when you divide something, when you cut something, eine Trennung, wenn man etwas zerschneidet oder teilt. So a matbed means a distance, a divisiveness that arises due to differences in opinion. They are together. Matbed heißt, dass da eine Entzweiung entsteht aufgrund von Meinungsverschiedenheiten. Yeah, so divisiveness that arises because of differences in opinion, you see? Diese Entzweiung, die aufkommt aufgrund von Meinungsverschiedenheiten. Different, he wants to stay in the home and she wants to go watch a movie. Now you've got a problem, you see? Er will zu Hause bleiben und sie will einen Kinofilm anschauen. Also da hat man jetzt dann ein Problem. Yeah, he wants to do that, she wants to do that. You see, he sees it this way, she sees it that way. You see? Er will dies tun, sie will jenes tun. Er sieht es so und sie sieht es auf eine andere Weise. Now, this is where Dada uses the word matbed. You see, he says, what kind of judgment? What kind of judgment does he give? He sees a hair-like mistake happening inside, and he sees it instantly. And what is the judgment? What is the final judgment? Also hier bei dem, sorry, not too long, please. Er sagt, hier benutzt er das Wort matbed. Er sieht einen Fehler in Haaresbreite, einen winzigen. And he sees the little mistake, and then after seeing the mistake, what is the judgment? Because you see, was ist dann das Urteil? Every mistake that happens within is associated with a judge. The judge makes a judgment, you see. Jeder Fehler, der geschieht, geschieht mit einem Richter. Der Richter spricht das Richtsurteil, das Urteil, ja. But you see, he says, this is the beauty of it. There is his answer, and I will double check with you in the original paragraph. He says, und da sagt er jetzt, und er wird das nochmal doppelchecken in dem Absatz, er sagt, even as he is aware of these very subtle mistakes happening within, he has... Selbst wenn man sich im Inneren dieser subtilen Fehler im Inneren bewusst gewahr ist, he has no matbed with anyone in this world. Trotz alledem hat er mit niemandem diese Entzweiung aufgrund von Meinungsverschiedenheiten, mit niemandem in dieser Welt. You see, this is the evidence of flawlessness, you see. He sees the difference. You see, he sees, in other words, the vision is absolutely focused on where the fault lies. Where is the fault? Not who is doing it. Oh, sorry, that's long. Er sieht, das ist dieser Umstand der Makellosigkeit. Er sieht
den Fehler, was ist falsch. He sees the mistake, but there is no mud bed. Yeah, the vision is absolutely focused on the exact source of the mistake. You see, on the exact Ja, source. also die Sicht ist auf den exakten Ursprung des Fehlers gerichtet. He sees it arising inside. He is not concerned with the other person at all. Er sieht es auftauchen und das hat nichts mit diesem Menschen zu tun. But you see, now he says, he started off this whole paragraph by talking about judges, like the Supreme Court judge, but Dada is the final, the absolute judge, if you at that level, so the Und judgment. jetzt spricht da hat er diese Analogie mit dem Gerichtshof und er ist auf der allerhöchsten Ebene des Richters. So he says, not only any kind of differences and distancing with anyone, but also no distance, no matbed, no divisiveness or separation from the one who is clearly at fault in the Bible. Und er sagt, er ist keine Distanzierung und es ist auch nicht demjenigen über, der ganz offen, ganz klar einen Fehler gemacht hat. By world standards, and the entire world will call him, he is horrible, this man has clearly done something terrible. But die ganze Welt wird sagen, er ist schrecklich und hat etwas Furchtbares getan. Why, we call it the world standards. In the world, the court people will put him in a jail, that kind of. Das bezeichnen wir als die weltlichen Standards. Sie wird ihn ins Gefängnis stecken. Yes. Now she says, yes, I'm able to see him. I'm able to see the fault. Ja, Dadashri sagt, ich bin in der Lage, den Fehler zu sehen. But I don't see the faulty one. I see the fault, but I don't see the faulty one. Ich sehe den Fehler, aber ich sehe nicht den Fehlerhaften. You see? Because why don't have any kind of a divisiveness or ich habe keine Art von Entzweiung. Or a separation from even such a negative or such a human being, then the answer is because why is there no separation from this human being? Da ist keine Trennung von einem solchen Menschen. Because warum nicht? Because Dada says, because in the real sense, in the real manner, he is not at all the guilty one. He is not at all. Weil er in Wirklichkeit überhaupt nicht der Schuldige ist. And then I check back, it says, really, he is a guilty in the foreign department. Im Außenministerium ist der Schuldige. And you and I are concerned only with the home department. You see, we are only concerned with the home department. We are not concerned with the foreign department. Und wir kümmern uns nur um das Innenministerium und wir scheren uns nicht um das Außenministerium. Okay, so where is this stuff coming in? There's extra stuff coming in here. Let me see. Also da kommt noch etwas Zusätzliches. Okay, anyway. He is guilty in the foreign department. We are not concerned with this. Our play is in the home department only. In the real. Unser Spiel ist nur im Innenministerium. Let me share my screen because I haven't read this last 3 paragraphs, so okay. I need to share to make sure that you and I are on the same page. Er hat die letzten Absätze nicht gelesen und das teilt er jetzt. And let's go there and. He's saying not only that, but there is absolutely no conflict with anyone. Okay. No, he changed that. You'll have to change that. It's not a conflict. It's a no separation due to difference in opinion. It's a very specific word called matbed. Also hier ersetzt er das Wort Konflikte mit dem keine Entzweiung aufgrund von Meinungsverschiedenheiten. Yeah, there is no. You see, because Dada is taking it at a conflict is an open thing. Everybody knows there's a conflict. Whereas ein Konflikt ist eine offene Sache. Yeah, but whereas you see, give us when a file 1, file 2 stop speaking with each other,
they love each other, but they stop speaking it with each other for a day or two, or they're avoiding each other. And this is because of Matbed, because of Also Shuddha gibt hier das Beispiel, wenn Pfeil 1 und 2 ein oder zwei Tage nicht miteinander sprechen, dann ist das aufgrund von Matbed, also dieser Entzweiung durch Meinungsverschiedenheiten. Okay, so not even with the culprit there is no Matbed, because in reality he is let me just look. He is not guilty at all. He is, in reality, you can use flawless. He is guilty in the foreign department, relative. When we are only concerned with the home department. So in the home department, he is flawless, you see. And in the relative department, it is his karma effect only. Ja, also im Innenministerium ist er makellos und im Äußeren ist es nur die Wirkung des Karmas. And it says so our goal, our play is only in the home department, the real, the self. In the real, he is flawless. Unser Spiel ist nur im Innenministerium. Im Wirklichen ist er makellos. And that sentence is not there in the original Gujarati. You can cut it away. But you see, der Satz steht nicht im Gujarati. But this sentence is enough. Our play is on our concern. Our play is only with the home department, and that is why we do not have any matbed. You see, this is an important sentence. Okay, just correct it. Also unser Spiel ist nur, wir kümmern uns nur um das Innenministerium. And the second sentence was again. See, like you can delete this sentence. In the real, he is flawless, which is not there in the original. Das kann gelöscht werden, dass er im Wirklichen makellos ist. Yes, but you see, on the basis of the previous sentence, our play is only in the home department. We are only concerned with the home department. And that is why we never have any matbed, okay? Auf der Grundlage des ersten Satzes, dass unser Spiel nur im Innenministerium ist, deswegen haben wir kein matbed, also keine Entzweigung aufgrund von Meinungsverschiedenheiten. Okay, so now is your German translation should talk about this hookah business or his water pipe business? We read it. Oh, okay. So that's interesting because we read until the next setting. I know you did, because the new version, the latest version of the Flawless Vision does Gujarati. I'm talking about does not have that. This has been eliminated. Also das wurde jetzt gelöscht in der neuesten Auflage mit der Wasserpfeife. That this paragraph at the moment, smoking this hookah, that is one of my open mistake. This, and then they have it in the first version of the Gujarati. All of this was there. This habit was soon shared. Besides this, there are some very subtle and extremely subtle faults which remain. Okay, and this is fine. It's there in the Gujarati. They just eliminated this sentence. All right, and let me see, and then let me go back. I just need to switch this, and there's some things that are in the way, so I need to, and now I do not have any overt or subtle faults anymore. Okay, this is all fine. And then Niruben છે નિરંતર સેવામાં રહે છે, and she takes care of me. Okay, and she stays with me constantly, but and she has not seen even one fault of mine. That's good. So all of this is pretty simple and evident. We don't. Yes, we read it. Das haben wir schon gelesen. Okay, good. So now let us go back to. Let me stop sharing, and how much we have. So we take. It's a good time to now take a little break, shall we? I think so. Yes. Okay. Thank you, my dear. Thank you very much. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand.
Okay, so I make a little video, so briefly, show you some inspiration. सतपूर्णांगी जय 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 श्री मंदर स्वामी। Dada hat gesagt, die Deutschen suchen. Sie suchen das Absolute. Dadashri sagt, dass wir uns nicht in der Theorie des Absoluten befinden. Wir sind das Theorem. Die Welt sucht die Theorie des Absoluten, aber ich bin der Absolute im Theorem. Die Deutschen haben sich alle indischen Schriften vorgenommen, die Gita, die Veden, die Upanishaden, und sie sehr detailliert studiert. Aber das, was sie suchen, steht durch uns hier und jetzt live zur Verfügung. Und wenn ich persönlich dorthin gehe, dann werde ich den Deutschen sagen, bittet um was immer ihr wollt und ich werde es euch geben. Warum macht ihr euch so viele Gedanken um die Entladung? Du kannst die Entladung nicht verändern. Ihr braucht nicht mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen, um die Entladung zu korrigieren. Die Menschen in Deutschland werden das sehr leicht verstehen. Wenn der Welt etwas Gutes widerfährt, dann wird es Deutschland erreichen. Und wenn es Deutschland erreicht, wird die Welt davon profitieren. Wenn ich dorthin gehe und ihnen die Theorie des Absoluten verständlich mache, dann werden sie es auf ihre Weise in die Welt tragen. Jedes Wort von Dada hat sich als wahr entpuppt. Die Deutschen können das bis ins subtilste Detail verstehen.
પહોંચે કે નહીં એ જો દુનિયાનું કઈ ભલું થવાનું જન્મી પહોંચે આ વિજ્ઞાન જન્મી વાળે એક જ દાડો બધા ભેગા થઈને મારી પાસે વાતચીત કરે બહુ થઈ ગયું. આયા ને માયા વિશે વાત કરી છે ને એક જર્મન ઈગલ સાથે વાત કરી હતી ને આયા ને માય મારી વાત કરી સમજી ગયો સમજી ગયો ના પણ ધર્મી જે ચાલી રહી છે ત્યાં આપણી વાત જો પહોંચે તો જન્મેલા દોડધામ કરી બધું આપડે પુસ્તકો શોધો કર્યા કરે બધી જ જાતનો દરેક પુસ્તકો આપડે ફેરી નાખ્યા જૈનો નો બધી જ જાતનો વેદાંત નો ગીતા પૂછે તમે થિયરી હવે જાણો છો એવું કે પૂછે હું થિયરમ માં છું થિયરી નથી. Okay, that was beautiful, very nice, very energizing. A lot of work happening for JJ111. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Where are you? Let me just find out where you are. Oh, this is great. Yeah, Jai Sachidanand Shuddha. Hey, Shuddha Bhagwan, I need to locate you. Okay. I'll find you. I can hear you very well. Okay, so let's go. Great. Okay, Shuddha hat gesagt, das war ganz wunderbar, das war ganz energetisierend und ganz viel Arbeit passiert jetzt gerade in Bezug auf dieses Video, was JJ111 angeht. We go to the grid. We'll go directly to the sharing the screen and go to the next heading. Ja, wir gehen gleich weiter in den Text und gehen weiter zur nächsten Überschrift. Screen. Now, this is about the Gnani's awareness against mistakes. We need to correct the heading a little bit. The Gnani's awareness against mistakes. Against mistakes. Shuddha sagt gleich, wir müssen also auch schon gleich die Überschrift, wenn wir es auch gleich auf Deutsch lesen, korrigieren. Das heißt, hier eigentlich steht das Gewahrsein des Gnanis und wir müssen das korrigieren, das Gewahrsein des Gnanis gegenüber Fehlern oder in Bezug auf Fehler. Instead of saying, I have the ultimate awareness, Dadashri says our awareness is at the highest level. Our awareness is at the highest level. Der Satz beginnt, ich habe das höchste Gewahrsein und Shuddha korrigiert gleich, es müsste heißen, unser Gewahrsein ist das der höchsten Ebene. In fact, it can just start with this first sentence, can start with my awareness has reached the highest level. This is not needed. I have the ultimate awareness. It's not needed. That sentence is not needed. See? Now I continue. You would not be aware of it, but when I am speaking with you and I make a mistake, instead of I making a mistake, it is when mistakes happens for us. Mistake happens within us. You see, our mistake happens. When I'm speaking with you and my mistake happens, not I make a mistake, it does not escape me and I erase that instantly. See, there is a difference between I making a mistake versus mistake happening for me. So you want me to translate it right now? So sentence by sentence? Well, yeah, because I'm looking at it here and it says, I'm just correcting it right now. Yeah, please. Okay. Du würdest, also, und er liest jetzt, also wir lesen jetzt gleich mal weiter, Satz für Satz, weil Shuddha immer gleich die Sätze noch korrigiert von dieser alten Übersetzung. Du würdest dir dessen nicht gewahr sein, aber ich spreche mit dir.
Und ich mache einen Fehler. Und jetzt korrigiert Shuddha, es sollte nicht heißen, ich mache einen Fehler, sondern ein Fehler passiert für mich oder in mir. And I have myself become flawless. And I see the entire world as flawless, you see. Und der nächste Satz? Shuddha, can I make a comment? I think it's much easier for the translators if you just read along. Okay, right. Okay, let me just read. Yeah, I agree. And if you need to correct something, just do it when you talk about it. Read and then read. It's much easier. Okay, thank you, Uwe. Okay, let's correct that. Let's do it that way, huh? Okay, so I will just read it as it is. Okay, I have myself become flawless, and I see the entire world as flawless. The ultimate awareness is one when you cannot see anyone in the world at fault, as faulty. Now, after I attained this Gnan, I began to see thousands of my mistakes every day. Your mistakes will decrease as you become more aware of them. As they decrease, your awareness will increase. My very subtle and extremely subtle faults still remain, and I'm aware of them. These faults do not hurt or harm anyone, but they remain because of the effect of the current era of the current time cycle. These faults obstruct the attainment of absolute knowledge, Keval Gnan, which is at 360 degrees. Currently, I am halted at 356 degrees. The Gnan I give you in 1 hour is the complete 360 degrees of absolute knowledge, but you too will not be able to digest it. Alas, I myself was not able to digest it. It is the current era of the time cycle that impedes the remaining 4 degrees. And from within, I am in the complete reality of 360 degrees, but in my relative level and in worldly interactions, I am at 356 degrees. It is impossible to attain the absolute level in the relative form in this current time cycle, but I am not concerned about that because I experience infinite bliss from within. Okay, so let us now read the German version, please. Okay. Also ich lese jetzt nochmal von Anfang an. Ich habe das ultimative Gewahrsein, mein Gewahrsein hat die höchste Ebene erreicht. Ihr würdet es nicht merken, aber wenn ich mit euch spreche, und da hat er korrigiert und ein Fehler passiert in mir, dann entgeht mir das nicht und ich lösche diesen Fehler sofort aus. Ich selbst bin makellos geworden und ich sehe die ganze Welt als makellos. Es ist ultimatives Gewahrsein, wenn du niemanden auf der Welt als fehlerhaft sehen kannst. Nachdem ich dieses Wissen, Gnan, erhalten hatte, begann ich jeden Tag tausende meiner Fehler zu sehen. Deine Fehler werden weniger werden, je mehr du dir ihrer gewahr wirst. Je weniger sie werden, desto mehr erhöht sich dein Gewahrsein. Meine sehr subtilen und extrem subtilen Fehler sind noch da und ich bin mir ihrer gewahr. Diese Fehler verletzen oder schädigen niemanden, aber sie bleiben aufgrund der Auswirkungen des gegenwärtigen Zeitzyklus noch da. Diese Fehler verhindern das Erreichen der vollkommenen Erleuchtung, Keval Gnan, bei 360 Grad. Ich stehe momentan bei 356 Grad. Das Wissen, das ich euch innerhalb einer Stunde gebe, hat die vollen 360 Grad der absoluten Erleuchtung. Aber auch ihr werdet nicht in der Lage sein, das zu extrahieren und zu verdauen. Ich selbst war schließlich auch nicht in der Lage, es zu extrahieren und zu verdauen. Es ist der gegenwärtige Zeitzyklus, der die letzten 4 Grad verhindert. Im Innern bin ich in der kompletten 360-Grad-Realität. Aber auf der relativen Ebene und in meinen weltlichen Interaktionen bin ich bei 356 Grad.
Es ist im gegenwärtigen Zeitzyklus unmöglich, in der relativen Form den absoluten Zustand zu erreichen. Aber darüber mache ich mir keine Sorgen, weil ich innerlich unendliche Glückseligkeit erfahre. Okay, very good. Now, just sharing with you, just going in a little details. Yeah, after the first two sentences where the Dada talks about his highest, he says, my awareness is at the highest level. So that when I'm talking to you, you would not even know it, but whenever a mistake happens for me, I would know it immediately. You would not know it, I would know it. Also Dada sagt nach den ersten zwei Sätzen schon, spricht Dada ja über dieses Gewahrsein, über dieses höchste Gewahrsein, und er sagt also, wenn ich also mit euch spreche, dann würdet ihr das nicht wissen, aber ich, wenn also so ein Fehler passiert, aber ich würde es sofort wissen. And as soon as it happens, as soon as I know it, I wash it off. You see, I wash it off. Sobald ich das weiß oder sobald ich das erkenne, wasche ich den aus. Now, there is an additional sentence here which is in Gujarati, which is not in your translation or in the original English. He says, and I know why it has been omitted is because we had a hard time coming to grips with what was the real meaning of it, you see. But now maybe let's explore it, okay? Okay, und da Shuddha sagt, es gibt also jetzt noch einen zusätzlichen Satz, der nur in der Gujarati-Version steht, aber nicht weder in der englischen, also demnach auch nicht in der deutschen Übersetzung. Der wurde also noch nicht übersetzt, weil ganz schlicht und einfach sie lange nach der wahren Bedeutung dieses Satzes gesucht haben, und jetzt will Shuddha die mal so ein bisschen untersuchen, die Bedeutung. And as that sentence is, I'm just going to add it in the chat here, and I will get it exactly. It's a simple sentence, so let me just add it, and then you can look at it. For that. Und Shuddha will diesen Satz jetzt nochmal, er sagt, es ist ein ganz einfacher Satz eigentlich, und er will den jetzt mal in den Chat schreiben. Which it is for that a machine or a yantra. Dada used the word yantra, which is kind of throwing me off a little bit. Which washes it instantly. Now, okay, this is the sentence, okay? Okay, das ist jetzt hier der Satz. Also dafür wurde eine Jantra-Maschine, das wird Shuddha sicher gleich erklären, was das bedeutet, wurde also eingesetzt oder platziert, durch die es augenblicklich weggewaschen wird oder bereinigt wird. Cancel the word through. You see, which the machine actually washes it instantly. Cancel the word through, you see. Yeah. Jetzt weg. Also die Maschine an sich, die Maschine wäscht das augenblicklich. It has been placed. It says for that. It has been placed. And our Gnani is a master scientist, you see. Scientist of all scientists, Dadashri. Look at all his Vedis, all of those things. He uses the word yantra. When you use the word yantra, a machine, it implies that a machine does its own thing, you see. It does it auto, you don't have to kind of go there and see whether it is working or not. The moment a mistake happens, it automatically gets washed off, you see. Okay, so the word jantra means machine. Yantra, yes. Okay, also Shuddha sagt jetzt, also unser Dada, der ja der Meisterwissenschaftler, der Wissenschaftler aller Wissenschaftler ist, da braucht man nur auf all die Vidis und all das schauen, der hat also diese Maschine quasi platziert oder eingesetzt. Und eine Maschine, also Yantra ist das Gujarati-Wort für Maschine, und die Maschine, die macht ja ihre eigene Sache, die arbeitet von sich aus, und die wäscht also von sich aus die Fehler aus. Okay,
and it is, he has reached such a high level where he senses, the next line is, I have indeed become flawless. I have become flawless, and therefore I see the entire world as flawless indeed now. You see, now. Er hat so eine hohe Ebene erreicht, dass er komplett makellos ist, und so sieht er die ganze Welt als makellos. And this, my friends, is not a kind of a pratikraman that is being done. It is so instant. It is such a fine mistake that happens that no, you and I cannot see, but the machine, it is an automatic thing that clears off, washes off that mistake, because he has risen to such a high level, you see. It's not something that, oh, I'll have to do pratikraman for this and I'll have to do pratikraman for this, okay? Also es handelt sich hier nicht um so ein reguläres Pratikraman, sondern also so die Art, von der wir sonst so sprechen, sondern das ist was so sofort, so augenblicklich passiert, auf einen Fehler hin, der so fein ist. Das ist also, dass diese Maschine arbeitet also so automatisch und bereinigt das also quasi sofort. Und das ist, weil es sich auf so einer hohen Ebene befindet, und da ist nichts von, oh, jetzt muss ich das erstmal bereinigen, jetzt muss ich erstmal Pratikraman machen. You see, and then when he says after, like the final awareness, everybody, the essence of our Akram Vignan rests on our awareness. You see, the more aware you are, the freer you are from whatever is happening in the relative world. You see? Und das also das letztendliche, das ultimative, das Gewahrsein, die Essenz vom Akram Vignan, dass also je gewahrer du bist, je mehr Gewahrsein da ist, desto freier bist du von all dem, was im Relativen passiert. So this equation is correct, that when you see the entire world as flawless, your work will be done. There'll be nothing to correct. Everything is exact as it is, you see, and everything is flawless. Everything is flawless. Also das heißt, die Frage ist, die ist also korrekt. Sobald du also makellos siehst, diese Makellosigkeit, dann ist die Arbeit getan. Dann gibt es nichts mehr, was noch korrigiert oder berichtigt werden muss, weil du alles so siehst, wie es ist. Und du siehst es das bedeutet es, als makellos zu sehen. And he uses that after Dada became enlightened in 1958, he says, I began to see, and this seeing should be S capital seeing, thousands of my, there is not a question of my mistakes anymore. I began to see thousands of mistakes. You see? Also nach Dadas Erleuchtung quasi 1958 begann er also zu sehen. Also das Sehen musste groß geschrieben werden. Thousands, obviously, these are mistakes within. You see, he began to see thousands of mistakes within only. And he says... Er sah tausende von Fehlern im Innern, tausende von Fehlern. And then the next sentence is missing here. And that sentence is, as the mistakes are being seen, and it's there, your mistakes will decrease as you become more aware of them. But it loses its impact. What really it is, he's not talking about, what I'm talking about is, he is not talking about pratikraman here. He's simply talking about seeing those mistakes, you see. As the mistakes are as they become visible, they start decreasing. Und er sagt, es geht hier also darum, er spricht hier nicht über Pratikraman, sondern es geht hier um das Sehen. Er spricht hier um das Sehen. Also wenn die Fehler gesehen werden oder wenn sie sichtbar werden, dann beginnen sie abzunehmen, dann werden sie weniger. Yeah, and as the mistakes decrease, because there is a lesser number being seen now, that means the awareness increases. You see, so this is a very... Could you, because now sorry, I'm just going to, let me just...
just because of the... Okay. Sorry. As the mistakes become more visible, as it became visible, I'm trying to get to the thing here, excuse me. As the mistakes become more visible, the reason I'm hesitating here is because I can't see you all. I don't know what has happened. Let me just find out what's happening. I can see only you. Okay. Shuddha sagt, ist gerade ein bisschen, weil hat so ein bisschen die Verbindung gerade verloren. Er kann jetzt irgendwie nicht mehr alle sehen und versucht jetzt gerade mal rauszufinden, was los ist. Okay, so when I... Again? Can you see? I see you only, and let me see. Oh, there you are. Okay. Now I can see you. I can see Uwe's screen. Okay, so I see you now. Okay, screen was stuck. Now I see you. All right. Okay. Now, okay, alles ist wieder okay jetzt auch für Shuddha. So what he's really, the whole paragraph is a very special paragraph with reference to the Gnani. The Gnani, he talked about that machine that has been placed, so it instantly gets washed off, whatever machine that may be. For us, he has given us the pratikraman, and he says, you don't have to do the washing, the grit will do the washing. You see? Also wir hatten ja jetzt in dem ganzen Paragraphen geht es also jetzt irgendwie darum, speziell wie das also für den Gnani funktioniert, der ja diese Maschine, wo ja diese Maschine irgendwie platziert wurde, die dieses Waschen übernimmt, aber wir haben das Pratikraman und das heißt also du oder ich muss das jetzt nicht bereinigen, sondern Grit wäscht das aus. So this particular sentence that we have added about the machine being placed, I think is a very special sentence which relates to the Gnani, or which at his level of awareness, that it automatically washes off. You see, the moment it happens, and you and I, as he is talking to us, we will not even notice that a fault has happened. Und dieser spezielle Satz, also wo es also um diese Maschine geht, die da innerlich platziert ist, das ist offensichtlich also ein sehr spezieller Satz, der sich ganz speziell auf den Gnani bezieht, wo dieses Auswaschen und Bereinigen also automatisch passiert und wodurch also du und ich, wenn wir also mit dem Gnani oder er mit uns redet, wir das nicht bemerken werden, wenn da irgendein Fehler passiert. And this whole paragraph again has got nothing to do with you two. Everything relates to the Gnani himself and his internal state. So there also der ganze Paragraph, das bezieht sich alles auf den Gnani und auf den inneren Zustand des Gnani. And your mistakes will decrease as you become more aware of them. You see that sentence there? That needs to go, okay? What needs to do with that sentence? That sentence should not be there. You know that your mistakes will decrease as you become more aware of them. That's true. You can leave it. Maybe I'm becoming a little too picky about all of these things. I'm trying to look at the translation aspects of it. Okay. All right. Okay. Schaut sich jetzt die Sätze nochmal so ganz genau an und ganz detailliert unter Übersetzer-Aspekten und sagt jetzt, ein Teil dieses Satzes können wir jetzt weg. Well, but the Gnani says that throughout he sees subtler and subtlest mistakes. They are still there. He says, even as a Gnani, I have subtler and subtlest mistakes. 2 levels, subtler and subtlest mistakes. You see, there's 2 weitere Levels, also Ebenen. Also auch der Gnani hat noch subtilere und subtilste Fehler. And he says, I simply see them and know them. You see? Und er sagt, ich sehe sie einfach und ich weiß sie. And those are the subtler and the subtlest mistakes that prevent me from becoming absolutely enlightened. You see, that prevent me. Und diese subtileren und subtilsten Fehler, das sind die verhindert haben, dass ich diese absolute Erleuchtung erlangt habe. Die haben das behindert. And then that is blocking absolute enlightenment, you see, for our Gnani Purush Dadashri. Also diese absolute Erleuchtung für unseren Gnani Purush Dadashri
blockiert. Yeah, it's blocking, and he is given the science behind it. He says, I give you the entire Keval Gnan. Dada gives Keval Gnan absolute knowledge of 360 degrees in 1 hour. And for those of you who were with Shuddha here by the Satsang Lake, we have gone through the entire, all of that knowledge, you see, in great detail. Also, Dada gibt also dieses Keval Gnan, dieses das von 360 Grad, der gibt das in einer Stunde. Und Shuddha sagt, die von uns, die also jetzt in Indien waren, also und am See gesessen haben, da sind sie durch all das durchgegangen und das alles durchgenommen. Yeah, but he says again, it will not be digested, and you cannot digest it. You might be the greatest spiritual receiver, aspirant, scholar, of Akram Vignan, but it simply is not going to happen because of this era of the time cycle. You need to correct that. When you can't just use the time cycle in your translations, you have to use the era of the time cycle, okay? Also, und wir können also dieses ganze Wissen, selbst wenn wir das noch so sehr wollen und versuchen, wir können das einfach nicht ganz verdauen, auch wenn wir noch die größten Anhänger oder Suchenden oder die größten spirituell Anhänger von Akram Vignan sind. Das kann einfach nicht passieren und das liegt das liegt an dieser derzeitigen Periode, dieses Abschnitts des Zeitzyklus. But he says, I have no difficulty. So now where does he stop? Where does he stop? And this is where he asks us all also to stop there. He says, instead of really aiming for absolute knowledge in that sense, he says, be like me. I have no problem because I have endless bliss prevailing for me. Endless bliss prevails for me. Endless bliss. Und sagt also, anstatt jetzt nach diesem absoluten Wissen einzig zu streben, sollten wir sollten so sein, sei einfach wie ich, seid wie ich, da gibt es überhaupt keine Probleme, weil da gibt es endlose Glückseligkeit, endlosen Bliss. That sentence needs to be added somewhere, Gnani's awareness, but let me see, it's endless bliss prevails for me. I experience infinite bliss from within. You can improve that sentence. Endless, this is because endless bliss prevails for me. Endless bliss prevails for me. It's there, you see. It's so... weil diese endlose Glückseligkeit, die herrscht für mich. Okay. It's okay. So now let us go to the next one. I would like for you to read the next one in German, the next heading. So, wir gehen weiter zum nächsten Abschnitt und lesen weiter das nächste Kapitel. Die Überschrift, deswegen steht niemand über mir. Should I read it, Shuddha? Please. Please. Deswegen steht niemand über mir. Genauso viele Fehler, wie du versäumst zu sehen, so viele Vorgesetzte hast du, die über dir stehen. Derjenige, der keine Fehler mehr hat, hat keinen Vorgesetzten. Weil ich keine Vorgesetzten habe, die über mir stehen, bin ich der Vorgesetzte aller Vorgesetzten. Ich habe keine offensichtlichen oder subtilen Fehler mehr. Und ich bin mir meiner sehr subtilen und extrem subtilen Fehler immer vollkommen gewahr. Ich bleibe der Wissende und Sehende dieser Fehler. Sogar Lord Mahavir machte das. Beautiful. Okay, so let me just share the English version here quickly and just read this. There it is. Oh, no, you can't see it, right? You won't see this. We can't see it right now. Can you see the English version? No. No, not yet. Can you share your... Oh, yeah. Let me just share first.
and come back. Oh, sorry. I have to use share screen. Can you see it now? Yes. Okay, good. Thank you. That is why I have no superior over me. However many of your faults you fail to see is however many superiors you have. The one that has no faults left has no superior. Because I have no superiors hanging over me, these faults, I am the superior of all superiors, you see. I do not have any overt or gross or subtle faults left. And I maintain complete awareness of my very subtle and extremely subtle faults, sukshmatar and sukshmatam. I remain something is in my way, so let me just put this here and move this. I remain the seer and the knower of these faults. Even Lord Mahavir used to do this. And so this is a short paragraph. Let's just, essentially he says that the only upri, the only boss in this world for Mahatmas is their mistake only, nothing else. He has given us the knowledge of the self, the bliss of the self. Go on, my dear, sorry. Can you... Und Shuddha sagt also, der für Mahatmas ist der einzige Boss in dieser Welt, der für sie noch übrig geblieben ist der Fehler. And where are you now? I can't see you again. I'm sorry, but... Now we see your screen. Your yeah, okay, all right, okay, all right, okay. All right, I see me right. I have difficulty going to full screens from sharing. Okay, he's essentially saying that he has said it all in the book, that having given you the pure soul directly and all the energies of the pure soul, the Shuddhatma Bhagavan, the only thing that is left now is these mistakes which become our superiors. Our mistakes end up becoming our superiors, you see. There is no other superior. If your mistakes go away, you are like Dada, you see. Und Dada sagt also jetzt, nachdem ich euch also die reine Seele gegeben habe und all diese Energien, deren Energien, ist das Einzige, was jetzt also noch übrig ist, sind die Fehler. Und diese Fehler sind unsere Vorgesetzten. Und es gibt keine anderen Vorgesetzten. Und wenn die weg sind, dann sind wir wie Dada. And you know, and then he says gross mistakes. Gross mistakes are mistakes that are visible to others and to you, everybody, where pain and hurt caused to others. I say those are gross mistakes. Es gibt also diese groben Fehler, das sind die also sichtbar sind für dich und für andere und die verursachen Schmerzen. And subtle mistakes are kashais. You see these kashais, okay? Kashais. Die vier Kashais. Subtle mistakes are kashais. The kashais are gone. So gross and subtle mistakes, kashais, are gone in I, the Gnani, says Dada. Also und die subtilen, die ja die Kashais sind, die sind gegangen. Also die groben Fehler und die subtilen Fehler, die Kashai-Fehler, also die Kashais, die sind für den Gnani gegangen, die sind weg. And then what remains are those mistakes that we talked about, where he uses this word yantra. You see, this machine that automatically washes it off. But he says, I remain the knower and seer of those only. I know they're there, but I remain the knower and seer. Und also was noch bleibt, sind also diese anderen, diese subtilsten und ganz subtilen. Und da spricht er dann da von dieser Maschine, die das Reinigen, das Waschen übernimmt. Und er sagt also, ich verbleibe einzig als Wissender und Sehender. Einzig als Wissender und Sehender. You know, this issue of the machine is worth asking a question to our Gnani, specifically pointing out this paragraph that we just read before, you see, so we can get more details about it. Also Shuddha
sagt, diese Sache hier mit dieser Maschine, die im Gnani ist, das würde sich lohnen, das ist wert, den Gnani selbst mal zu fragen. Und dieser ganze Paragraph, wo das jetzt drin vorkam, dieses ganze Kapitel, das nochmal näher zu erfragen, darüber noch mehr Details zu bekommen. And you see, with reference to the subtle and the subtler mistakes, the subtler and the subtlest mistakes that are there, that are the last 4 degrees remaining in Dada. Dada is saying that I am the absolute knower and seer of them only. In other words, he is giving another reason, another link to this word machine. You see, he says the machine does the thing, whatever it is supposed to. I don't enter into it. I just remain the pure knower and seer of it all only. Und also jetzt nochmal in Bezug auf diese subtileren und subtilsten Fehler, die ja dafür gesorgt haben, dass diese 4 Grad noch übrig blieben für Dada. Da sagt also Dada, ich bin einzig der absolut Wissende und Sehende dieser Fehler. Und das gibt jetzt nochmal es gibt uns jetzt nochmal so eine andere Verbindung, einen anderen Link eben zu dieser Maschine, dass er eben sagt, diese Maschine, die macht das alles, die übernimmt das alles und ich gehe da nicht rein, ich habe damit nichts zu tun. You know, my friends, in this Flawless Vision book, now we are reaching really the heights of the Himalayas here. You know, this is the Gnani level visions, you see, that we are reading about. We're reading about what is happening inside the Gnani with reference to these flaws, you see. Und jetzt sehen wir also in diesem Buch, was wir jetzt die ganze Zeit hier lesen, die makellose Sicht, jetzt erreichen wir langsam die Höhen des Himalaya, weil jetzt geht es quasi um die Sicht des Gnani. Und da geht es also darum, was also innerlich innerhalb des Gnani passiert in Bezug auf Fehler. From what we have read today, all of this so far, these faults are associated with faults live by seeing, you see, with awareness. To see with awareness is to become free from the fault. There is nothing else that is needed there, you see. Und also aus dem, was wir also heute gelesen haben, da geht also daraus hervor, dass die Fehler also einzig gehen, die verschwinden, indem sie gesehen werden. Die werden gesehen mit Gewahrsein. Und dann sind sie frei von diesen Fehlern. The pratikraman part is more necessary at the gross level of these faults. The subtle level of Kashai levels is all that you're doing always in Samayiks and looking at it. Or, you know, the moment this disturbance arises, you are able to see it. The seeing gives you the opportunity to remain free and therefore become separate and to move on with it, you see. Sorry, Shuddha, can you repeat that? The pratikraman is more dominant for the gross faults, where obviously everybody is hurting each other, etc. The gross faults. The subtle faults at the Kashai levels are more seriously tackled when you begin to see them, you see. To see your anger arises, to see your deceit, to see your subtle greed, to see, you know, all of those things. Ja, also das Pratikraman, das ist mehr in erster Linie nötig für Fehler, die so auf grober Ebene passieren, wo also jemand verletzt wird etc. Und die subtilen Fehler, die also mehr auf der Kashai-Ebene liegen, das ist also da, wo die gesehen werden müssen. Die werden also, da wird es gesehen, da werden die Fehler gesehen. Yeah, because it's so Shuddhatma Bhagavan. So we are coming to the end of our satsang this evening, and you know, we are extremely grateful to our friend Willie, who has been also translating the chat, and Andrea also, and all of us as a team, we join together and convey our highest namaskars to the Paramatma within each one of you. So, wir kommen also jetzt langsam zum Ende des Satsangs, die Zeit ist um und wir bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich bei Willi und bei Andrea, dass sie im Chat so wunderbar übersetzt haben alles und wir vermitteln die höchsten Ehrerbietungen an alle hier in der Runde. Yeah, specifically, you know, with love to Marion and then Maxi and Gerhard, you see, Yolanda, Ingeborg and Gerda,
and Sigrid, Evelyn, Maren, Cornelia, Elizabeth, Christiane, Birgit, Petronila, Robert, Bhairavi, and Samarpan. Dear Great, thank you, Great. Andrea, Gerda, Francisca, Utte, and Beate, Christiane, Ingrid, Heike, and Esther. And we go to the next page. And dear Katya, dear Uwe, Marlies, who was just with me just yesterday, it seems, in translations. And then Sven, Rudiger, Astrid, Wilhelm, Vosia, Sylvia, Hildegard, Christina, Mike and Angie, Elma, Lars, Hildegard, Iris, Martin, Gabriele, Cecilia, Joseph, Sabine, and Rudiger and Claudia. So Shuddhatma Bhagwan. Highest namaskars to all of you. Have a wonderful night. I will take leave so you can carry on with the rest of the satsang. Thank you very much for all your beautiful... Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Highest namaskars. Jai Satchidanand. And Katya will take on for the mic. Jai Satchidanand.